Good morning, good morning, good morning, my friends with changed desire. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine Freunde mit veränderten Wünschen. Or maybe with the same desires, but don't wrap your lives around them. Oder vielleicht mit denselben Wünschen, aber du richtest dein Leben nicht nach ihnen aus. You know, you choose your desires and you choose whether you follow them or not. Du wählst deine Wünsche und du entscheidest, ob du ihnen folgst oder nicht. An animal is driven by its desire. Ein Tier wird von seinem Trieb gesteuert. A child of God chooses its desires carefully. Ein Kind Gottes wählt seine Wünsche sorgfältig aus. Verse 15. Vers 15. He's not just telling us that we should not shape our lives around those wrong desires. Er sagt uns nicht nur, dass wir unser Leben nicht nach diesen falschen Wünschen ausrichten sollen, Because, just to do that, he would leave things in a vacuum. denn damit würde er die Dinge im luftleeren Raum lassen. I like how the Bible says, take off, put on, Ich mag es, wie die Bibel sagt, zieh aus, zieh an, dead to sin, alive to God. tot für die Sünde, lebendig für Gott. And here he also doesn't leave us in a vacuum. He does not simply say, Auch hier lässt er uns nicht im luftleeren Raum stehen. Er sagt nicht einfach, do not shape your lives around the same desire. gestaltet euer Leben nicht nach denselben Wünschen. He's saying instead of doing that, you need to actively do something else. Er sagt, dass du stattdessen aktiv etwas anderes tun sollst. Look how practically Christianity is. Schau mal, wie praktisch das Christentum ist. Instead, shape your lives to become like the Holy One who called you. Gestaltet stattdessen euer Leben so, dass es dem Heiligen gleicht, der euch berufen hat. It's really, really interesting that we choose how holy we live our lives. Es ist wirklich sehr interessant, dass wir selbst entscheiden, wie heilig wir unser Leben leben. Holiness is such a misunderstood subject. Heiligkeit ist so ein missverstandenes Thema. And I've been thinking a lot if maybe I should do some more teaching on that subject. Ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich nicht mehr zu diesem Thema lehren sollte. Because holiness in many instances has been made just a religious heavy burden. Denn Heiligkeit wurde in vieler Hinsicht zu einer religiösen Last gemacht. But yet the Bible is very clear that holiness must be part of the life of the Christian. Dabei sagt die Bibel ganz klar, dass Heiligkeit Teil des Lebens eines Christen sein muss. But not holiness in order to be loved and to be accepted by God. Aber nicht Heiligkeit, um geliebt und von Gott angenommen zu werden, But holiness because we have been loved and accepted by God. sondern Heiligkeit, weil wir von Gott geliebt und angenommen worden sind. So it's very interesting that Peter here, he makes it very clear that there is no gray area. Es ist sehr interessant, dass Petrus hier sehr deutlich klarstellt, dass es keine Grauzone gibt. Either you shape your lives around worldly desires or else Entweder du richtest dein Leben nach weltlichen Wünschen aus oder you shape your lives around the desire to become more like the Holy One who called you. du gestaltest dein Leben mit dem Wunsch, dem Heiligen, der dich berufen hat, ähnlicher zu werden. For me, it's very, very clear Für mich ist es ganz klar, that all of the gifts and the calling and the purpose that God has for me, dass alle Gaben, die Berufung und die Ziele, die Gott für mich hat, they must have the equal importance of my character of holiness. Those two have to go hand in hand. genauso wichtig sind wie mein Charakter der Heiligkeit. Diese beiden Dinge müssen Hand in Hand gehen. And once we understand that those two things are not against each other, they are hand in hand. Und sobald du verstehst, dass diese beiden Dinge nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern Hand in Hand gehen, We also understand that the natural response to that saving grace is that I now choose to live a life of holiness. verstehst du auch, dass die natürliche Reaktion auf die rettende Gnade darin besteht, dass du dich entscheidest, ein Leben in Heiligkeit zu führen. If you look in the original Greek, Wenn du dir das griechische Original anschaust, it's actually written in the imperative. steht es sogar im Imperativ. In other words, God is giving you a commandment to live a holy life. Mit anderen Worten, Gott gibt dir ein Gebot, ein heiliges Leben zu führen. And Peter is quoting the scriptures here. Und Petrus zitiert hier die Heilige Schrift. He says, for scripture says, be holy
because I'm holy. Er sagt, denn die Schrift sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Now, of course, he's quoting right here from Leviticus. Natürlich zitiert er genau hier aus dem 3. Buch Mose. Now, holy does not have this abstract idea that the Catholic Church has painted for us. Der Begriff heilig hat nicht diese abstrakte Vorstellung, wie sie die katholische Kirche für uns gezeichnet hat. It simply means separated for a very specific purpose. Es bedeutet einfach für einen bestimmten Zweck abgesondert. Now, remember Erinnere dich. the whole context? Erinnerst du dich an den gesamten Kontext? And an incredible, painful sacrifice that caused Jesus a lot of suffering Ein unbeschreiblich schmerzhaftes Opfer, das Jesus eine Menge an Leid gekostet hat, has made it possible for you to have a future in heaven. hat es möglich gemacht, dass du eine Zukunft im Himmel hast. You would have no glory in future if it wouldn't have been for the suffering of Jesus. Ohne das Leiden Jesu hättest du keine Herrlichkeit in der Zukunft. What separated you out of a world of destruction and finally of hell? Was hat dich aus einer heillosen Welt und schließlich aus der Hölle herausgeholt? Not what you did, but what Jesus did. Nicht das, was du getan hast, sondern was Jesus getan hat. So Jesus separated you for himself. Now you have to respond to that. Jesus hat dich für sich selbst ausgesondert. Jetzt musst du darauf reagieren. Live holy. Lebe heilig. You know, holiness is not defined by what movie you watch and what car you drive. Heiligkeit wird nicht dadurch definiert, welche Filme du schaust oder welches Auto du fährst. Holiness is simply defined like this. Heiligkeit wird einfach wie folgt definiert. Do you live a life separated unto the Lord? Lebst du ein Leben, das für den Herrn abgesondert ist? It's that simple. So einfach ist das. You live a life selfish or you live a life for him? Lebst du ein egoistisches Leben oder lebst du ein Leben für ihn? You see, the moment you say, Jesus, my life is about you, Sobald du sagst, Jesus, mein Leben dreht sich um dich, nobody has to tell you anymore which movies you should watch and which you shouldn't watch. muss dir niemand mehr sagen, welche Filme du dir ansehen solltest und welche nicht. Nobody should have to tell you anymore you have to share your money with people in need. Niemand braucht dir mehr Vorschriften zu machen, dass du dein Geld mit Menschen in Not teilen musst. You now live the way Jesus showed us how to live. Du lebst jetzt so, wie Jesus es gezeigt hat. Jesus was separated unto the Father and showed us how to live. Just model it. Jesus war für den Vater abgesondert und hat gezeigt, wie wir leben sollen. Lebe es einfach vor. Don't live like this world. Live like Jesus. Lebe nicht wie diese Welt, lebe wie Jesus. That's what it means to be holy. Das bedeutet es, heilig zu sein. See you guys tomorrow. Bis morgen.